So, willkommen zu meinem vierten Video. Mein heutiges Thema ist der Verstand und das Ego. Und der Verstand ist mein Lieblingssparringspartner, ja, der mir bisher mein Leben immer zur Hölle gemacht hat. Bisschen übertrieben, mein Leben war natürlich nicht die Hölle. Aber wenn es geknallt hat und dann war der ganz vorne mit dabei und hat natürlich dafür gesorgt, dass alles noch extremer wurde. Und heute möchte ich einfach mal über mein Verständnis von den Zusammenhängen, die sich mir da erschlossen haben, was darüber erzählen. Und ja, das Göttliche hat uns ja das ganze Paket geschenkt. Und das ganze Paket besteht aus dem Körper mit seinen Sinnen, Geist und Seele, wobei ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ich habe auch kein Interesse an diesem ganzen Definitionskram. Und ich fand es schon immer unsäglich, wenn man sich stundenlang über Begrifflichkeiten unterhalten hat, aber im Grunde überhaupt nicht mehr über des Pudels Kern. Und insofern habe ich auch kein Interesse, da irgendwie zu differenzieren. Aber das Göttliche hat uns den Körper geschenkt mit den Sinnen. Und das ist für mich fast einer der wertvollsten und wichtigsten. Wobei wichtig ist jetzt wieder der Verstand, der da differenziert. Es gibt überhaupt nichts Wichtiges oder Wichtigeres. Aber ja, Seele, Geist, Bewusstsein, da habe ich ja schon mal ein bisschen unterschieden, dass ich eben diesen Begriff des Bewusstseins in 3 Zusammenhängen benutze und den Verstand. Und dann entsteht das Ego. Ja, gucken wir uns doch mal den Verstand an. Und ich finde immer die deutsche Sprache, also nicht die deutsche Sprache, aber Deutsch ist meine Muttersprache und da kann ich das natürlich spüren und nachvollziehen. Aber in der Sprache liegt so viel Weisheit und deshalb gucke ich mir jetzt erstmal mit euch das Wort verstehen an. Und was steckt da drin? Stehen. Jetzt haben wir das Problem, die Welt ist in stetem Wandel und alles verändert sich. Und in dem Augenblick, wo ich was verstehen will, da hat sich im Grunde schon wieder verändert. Und die einzige Chance, die ich deshalb habe, ist es, zum Stehen zu bringen. Und dann mache ich mir von diesem kleinen Augenblick ein Bild. Das steht. Alles andere läuft ja schon weiter und ist unter Umständen schon wieder an einer ganz anderen Stelle. Aber ich habe jetzt dieses Standbild. Und das gucke ich mir an und dann sage ich, oh, guck mal. Ich schaue jetzt auf irgendein Ereignis, mache mir davon ein Bild. Sehr schön finde ich das auch das Wort, das ist ja auch so en vogue gekommen. Ich benutze es auch wahrnehmen. Was steckt denn da drin? Man nimmt etwas für wahr. Es ist nicht wahr, sondern man nimmt es für wahr. Und das ist ja das, was ich hier gerade nicht machen möchte. Ich rede über meine Erfahrungen und nicht über etwas, was ich für wahr nehme. Also der Verstand guckt, sagt, okay, das ist es, ich habe es verstanden, so ist es, ich habe recht. Ich besitze die Wahrheit über dieses Ereignis. So, jetzt steht aber hier ein bisschen nebendran, steht ein anderer Kollege, der hat andere Lebenserfahrungen, anderes Wertesystem. Der guckt aus einem leicht anderen Blickwinkel auf das gleiche Ereignis und sagt, bringt es natürlich erstmal zum Stehen. Oh, ich habe es verstanden. Das ist so und so. Und nebendran stehe ich mit meinem Standpunkt und der Kollege neben mir steht auf seinem Standpunkt. Und wir beide haben es verstanden. Und dann gucke ich ihn an und sage, ach, hör mal her, äh, das ist so und so. Und der guckt mich an und sagt, nee, das ist nicht so und so. Ich habe es verstanden. Und wenn wir uns da nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, da haben wir doch Glück gehabt. Und das ist das, was der Verstand macht. Ohne Unterbrechung die ganze Zeit urteilen, was versuchen festzuhalten und zu verstehen, was aber schon lange sich weiterentwickelt hat und einen ganz anderen Zustand angenommen hat. Und ja, weshalb haben wir die ganzen Konflikte? Jeder glaubt im Besitz der Wahrheit zu sein, da kommt noch die Religion dazu. Das wird ja noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich schon zitiert habe, aber der Augenblick, in dem ein Gebäude gebaut wird,
ist das Ende der Spiritualität. Dann geht nämlich das Menscheln los. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon gesagt, dass als Jesus die Pharisäer aus dem Tempel vertrieben hat, das hat mit Spiritualität nichts mehr zu tun. Ja, und jetzt habe ich auf der einen Seite das Glück, dass der Teil des Verstandes, wo es um Spiritualität geht, der ist total träge und genügsam. Der braucht im Grunde überhaupt kein Futter. Ich weiß nicht, warum das so ist. Letztendlich ist es ein Geschenk. Aber ich habe natürlich noch den anderen, den Verstand. Und ja, ich bin vom Beruf her oder von meinem ursprünglichen Beruf bin ich Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Und das war natürlich für den, da war der auf Ecstasy, das hat er geliebt, der Verstand. Alles kann man, Algorithmen kann man verstehen, Zusammenhänge kann man erkennen, einordnen. Es war für den ja die Glückseligkeit. Für mich nicht unbedingt, aber der ist da vollkommen eskaliert. Und meine Studienkollegen, die haben mir den Spitznamen gegeben, The Brain, weil ich eben in der Lage war, relativ schnell Zusammenhänge zu erkennen, zu strukturieren, Sachen zu übertragen. Äh, Ne, so gesehen war der Verstand natürlich so in dieser technischen Welt für mich sehr hilfreich aber letztendlich habe ich den trainiert zu so einem muskelbepackten, testosterongesteuerten Kampfhund, der jederzeit bereit und willens war, zuzubeißen und dann darauf rumzukauen, zu urteilen, zu kategorisieren. Ne, wenn ich teilweise durch die Natur gegangen bin, dann fing der an zu zählen. Und was ist das? Wie heißt das? Wo kann ich das nachgucken? Das ist alles vollkommen sinnlos und unnötig. Ich kann die Natur einfach spüren. Ich muss da keinen Namen geben. Äh, Das ist alles, ja, das ist die Dualität. Das entfernt mich im Grunde von dem, was wirklich ist, indem der Verstand da so ein künstliches Gebilde draus macht. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich auf dem Weg ins Göttliche, weil da will der Verstand nicht hin. Denn in dem Augenblick, wo ich nach innen in die Stille gehe, da brauche ich den Verstand nicht mehr. Und der hat auch letztendlich sich in eine Position manövriert, die ihm überhaupt nicht zusteht. Denn in meinem eigenen Königreich, wer sollte da auf dem Thron sitzen? Das ist das Bewusstsein. Und wer sitzt da? Der Verstand. Und da habe ich in meinem zweiten Video versucht zu visualisieren. Der hat das Bewusstsein vollkommen begraben unter sich. Und normalerweise sollte das Bewusstsein sagen, okay, jetzt spüre ich, jetzt schaue ich, jetzt schmecke ich, jetzt höre ich, jetzt fühle ich. Er kann auch sagen, jetzt denke ich. Jetzt ist da ein Zusammenhang, ein technischer, um jetzt im Alltag zu überleben. Was weiß ich, um einen Herd einzuschalten, muss ich natürlich verstehen, auf welchen Knopf muss ich drücken. Äh, aber das ist nicht mehr so, sondern der Verstand hat alles übernommen. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass ein Großteil der Menschen, und das ist jetzt so ein bisschen wieder der Verstand, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe den Eindruck, viele sind einfach bewusstlos geworden. Die haben überhaupt keinen Zugang mehr, noch nicht mal zum untersten Level des Bewusstseins, dass man sagt, ich treffe jetzt die Entscheidung, mein Bewusstsein auf irgendwas zu richten, zum Beispiel zu fühlen. Wer fühlt denn noch? Na? Gestern kam mir in den Sinn, und im Grunde war das ja bei meinem eigenen Burnout oder Zusammenbruch genauso, wer nicht hören will, muss fühlen. Was steckt denn da für eine Weisheit drin? Ich habe meinem Körper nicht zugehört. Ich habe nicht gefühlt, ich habe nicht gemerkt, dass ich meine Batterien leere, dass ich in die Überlast gehe, dass ich mich übernehme. Und ich habe immer weitergemacht und hatte auch den Eindruck, das geht immer so weiter. Aber das geht nicht so weiter. Und dann haben wir dieses geniale Werkzeug des Körpers und der hat mir einfach den Stecker gezogen. So, der hat gesagt, wenn du nicht hinhören willst, wenn du nicht bereit bist, wirklich zu fühlen, dann lass ich es dich fühlen. Und letztendlich ist, ich sage jetzt nicht jede Krankheit, wenn man sich einen Fuß bricht oder wenn man sich vergiftet oder keine Ahnung,
Aber ich wage mal die steile These, dass viele Krankheiten, die kommen einfach daher, dass wir unsere Seele nicht hören wollen. Und natürlich sagt der Verstand: „Oh, die schönen Sachen, Freude, Lust, Ekstase, was es da immer geben mag, das möchte ich natürlich mitnehmen.“ Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, jetzt habe ich wieder das Problem mit dem, dass es nicht symmetrisch ist für mich, sondern spiegelverkehrt, ist aber auch egal. Ähm, die andere Seite, die möchte ich nicht. Die schlechten Gefühle, Trauer, Schmerz, Wut, Ärger, Verzweiflung. Irgendwas macht der Verstand da damit. Er möchte das nicht und dann schiebe ich es weg. Dann schiebe ich es in diesen fürs Überleben sicher notwendige, diesen Speicher, das Unterbewusstsein. Dann ist es erstmal weg. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich kann so tun, als ob es nicht existiert. Aber die gute und schlechte Nachricht ist, es existiert nach wie vor. Und es will gefühlt werden. Es will gehört werden. Und genau das mache ich letztendlich. Ich lasse alles zu. Ich erlaube mir alles zu spüren. Vorurteilslos, absichtslos, ziellos. Und das mache ich halt im Schutzraum der Meditation. Und da kommt kein Trigger erstmal von außen, weil ich sitze ja da, die Tür ist zu, sollte natürlich ruhig sein. Und dann gehe ich nach innen. Und das macht der Verstand gar nicht. Denn da ist er unnötig. Und letztendlich, wenn ich fühle, ist er nicht mehr existent. Und welcher Herrscher hat denn gerne, dass seine Umgebung sagt, du bist gar nicht mehr da? Aber letztendlich ist das der Prozess, der wieder dazu führt, und das ist mir ja passiert, obwohl ich das überhaupt nicht als Ziel hatte, dass ich mein Bewusstsein war oder bin. Ja, und das ist natürlich die absolute Eskalation für den Verstand und der wird sich wehren ohne Ende. Und da muss man einfach die Entschlossenheit haben, die Ausdauer. Und wie gesagt, es passiert mir auch immer wieder, aber immer seltener und ich merke es immer schneller, dass der Kollege versucht, sich da dazwischen zu schieben, mir irgendwelche Geschichten zu erzählen oder letztendlich, ne, der Hildorfskin hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon zitiert habe, der Verstand verspricht dir, die Probleme zu lösen, die er selber geschaffen hat. Jetzt habe ich noch ein schönes Zitat. Einstein hat ja auch gesagt, dass man mit den Werkzeugen, die das Problem schaffen, nicht das Problem lösen kann. Und wenn der Verstand die Probleme schafft und wenn ich jetzt mal in die Welt gucke, das ist eine vollkommene Verstandeswelt geworden. Der Verstand dominiert alles, alle rennen irgendwelchen Studien, irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Am besten finde ich immer die Physik. Die sagt nämlich immer, ups, jetzt habe ich es verstanden. So ist es. Kurze Zeit später sagen sie dann, da hat wohl was bei den Gleichungen nicht so richtig funktioniert, da habe ich noch eine Unschärfe. Ich habe jetzt was Neues entdeckt, jetzt habe ich es verstanden. Die Erde ist eine Scheibe, die Erde ist eine Kugel. Jetzt habe ich es verstanden. Doch nicht, da war doch noch was. Die Gleichungen, das Ergebnis, vielleicht war auch mal eine Programmierung fehlerhaft oder ein Sensor. Nee, es ist doch nicht richtig, aber jetzt habe ich es. Das könnte ich jetzt ewig so fortsetzen, aber letztendlich ist ganz klar, das wird nie funktionieren mit dem Verstand. In der Unendlichkeit ist eine endliche Entität oder wie auch immer den Verstand bezeichnen wird, nicht in der Lage, das zu begreifen, der ewig in der Dualität lebt und der nichts anderes tut als urteilen, quantifizieren. Und jedes Mal merke ich das immer mehr, wenn ich so ein Adjektiv benutze. Das eine ist wichtiger als das andere. Da ist ja schon wieder hier und da, ne? Da ist ja die Dualität. Und das funktioniert vorne und hinten nicht. Ja, und jetzt haben wir noch das Problem mit dem Ego. Da finde ich die Geschichte aus der Bibel. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht belesen, was die Bibel betrifft. Aber
Na, da gab es immer diese kleine Geschichte von dem Paradies und dem Baum der Erkenntnis, wobei ich würde den eher den Baum des Verstandes nennen. Erkenntnis ist was, was zu mir kommt. Das ist was, was woher auch immer in meinem Bewusstsein erscheint. Ist meine Erfahrung mittlerweile. Ich habe da nicht gefragt, sondern das kommt einfach zu mir. Und das kommt zu mir, je stiller ich werde. Ja, und dann haben wir vom Baum der Erkenntnis den Apfel gegessen oder vom Baum des Verstandes. Klar, da hat die Religion, da gab es noch den Mann, die Frau und die Schlange. Ganz klar, dass natürlich die Frau, den Mann, ne, und so weiter, das ist alles wieder Hiopai und Verstandeskram. Aber letztendlich ist für mich das eine Metapher oder ein Bild für das Entstehen des Verstandes. Vorher waren wir nämlich eins. Da hatten wir keine Trennung. Da gab es die Dualität nicht. Und mit der Geburt des Verstandes, da entsteht ja das Ich und das Du. Wenn ich mich nicht mehr als eins mit allen empfinde, dann entsteht die Zwei. Und wenn ich hier bin und du bist da, dann sind wir getrennt und dann empfinde ich das schon als Bedrohung, weil du könntest mir ja was wegnehmen. Und dann entsteht das, der Turbobeschleuniger des Verstandes, das Mein. Und mit dem Mein entsteht das Ego. Und jetzt geht das Problem los. Und dieses Mein und Ego, das ist ja leider so, dass das ja nicht nur, habe ich manchmal den Eindruck, da gibt es dann nicht nur die Person, sondern da gibt es Gruppen, Stämme, Völker, die dann ein kollektives Mein haben. Mein Land, mein Geld, mein Staat, leider im Augenblick mein Militär, meine Bomben, meine Flugzeuge. Aber wenn es ein Mein gibt, gibt es natürlich auch ein Dein, da gibt es den anderen, dann gibt es den anderen Staat, der hat andere Vorstellungen und dann habe ich das Gefühl, der will mir was, also greife ich den an. Das ist und das ist ja das, was mich immer so irritiert hat, dass ich den Eindruck habe, es kann doch nicht sein, dass wir seit Jahrtausenden nichts dazugelernt haben. Und warum haben wir nichts dazugelernt? Weil der Verstand das dominiert. Und das führt letztendlich, so wie wir es jetzt hier auch erleben, habe ich den Eindruck, in den Abgrund. Und deshalb sehe ich meine Aufgabe jetzt erstmal nur für mich darin, dass ich wieder fühle, dass ich mein Bewusstsein fühle, mein Selbst. Und wenn ich mein Selbst fühle, mein Bewusstsein, dann passiert das, was ich ja auch erlebt habe, dann ist der Schritt, das ist jetzt wieder die Dualität, es ist kein Schritt irgendwohin, weil es ist eins. Mein Bewusstsein und das göttliche Bewusstsein, das sind eins. Das allumfassende Bewusstsein. Und deshalb habe ich mich in den Momenten, wo ich die Oneness gespürt habe, die Eins, das Göttliche, da konnte ich mich nicht mehr spüren, weil da gibt es nichts. Alles, was es gibt, ist ja die Dualität. Wenn es da ein Glas gibt, dann gibt es nebendran eine Stelle, wo kein Glas ist. Aber in der Dualität, da läuft das zusammen. Und ja, so entsteht eben mit der Zeit das Ego und das wächst immer mehr an. Das ist ist anscheinend so eine Eigendynamik, dass man das immer mehr aufbaut. Und je mehr man das Ego aufbaut und das Mein und der zweite Turbobeschleuniger, habe ich ja schon gesagt, ist das Mehr, dann wachsen seltsamerweise die Probleme. Wie kommt das denn jetzt? Der Verstand sagt mir, ich mache dich glücklich, wenn du mehr hast. Das ist genauso mit den Zielen. Ja, das war ja eigentlich so ein bisschen der Anlass, weshalb ich mich auf diese spirituelle Reise gemacht habe, weil ich den Eindruck gehabt habe, ich habe ein Ziel, ich erreiche es und dann kommt nicht die Erleichterung, die Freude, die Ekstase, dann kommt das nächste Ziel und ich renne wieder los und wieder und wieder und wieder und wieder. Das kann doch nicht sein. Und deshalb hat uns die Schöpfung oder wer auch immer dieses geniale Gesamtpaket gegeben, nämlich den Körper mit seinen Sinnen. Und der Körper hat die Verbindung zur Seele.
Und wenn die Seele leidet, dann leidet der Körper. Und der Körper ermöglicht mir einen Zugriff auf die Seele ohne jegliche Kontrolle. Das manifestiert sich einfach in meinem Körper. Und das wollen wir natürlich nicht. Schöne Gefühle, super. Schmerz, Krankheit ist für uns nicht der Anlass, sich damit auseinanderzusetzen und da reinzuspüren. Nein, das wollen wir wegschieben. Gefühle, die können wir ins Unterbewusstsein drücken. Aber wenn sich jetzt was im Körper manifestiert, dann gehe ich jetzt nicht den Weg der Heilung, indem ich das annehme und das fühle, sondern dann gehe ich zum Doc und sage, gib mir eine Pille. Ich möchte mich aber nicht damit auseinandersetzen, das soll weggehen. Und dann passiert genau das Weggehen. Ne? Und deshalb ist ja der geniale Twist, der sich mir da offenbart hat, ist die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein auf den Körper zu richten. Und wenn ich das Bewusstsein auf den Körper richte, dann nähere ich mich der Eins. Dann will ich ja nirgendwo hin. Ich richte mein Bewusstsein auf irgendeine Stelle und spüre das einfach. Und ich will auch nicht weg. Ich bin einfach nur da. Und das ist für mich, die Erkenntnis hatte ich jetzt die letzten Tage, das ist für mich eigentlich eine kleine Version von der Oneness. Und keiner kann mir sagen, oder der Verstand ist ja endlos korrumpierbar und mit der KI und den Fake News ist ja jetzt der Turbobeschleuniger da reingebaut. Jetzt können wir ja noch nicht mal, wenn wir einen Film sehen oder ein Foto sehen oder wenn wir was hören, wir können nicht mehr glauben, weil wir jedes Mal denken müssen, ist das jetzt real oder haben die das manipuliert? Im Augenblick kann man es vielleicht noch sehen, wenn dann irgendeiner 6 Finger hat oder im Hintergrund irgendwas nicht funktioniert. Aber die KI wird ja immer intelligenter und immer besser und irgendwann können wir das auch nicht mehr unterscheiden. Und jetzt sind wir vollkommen orientierungslos. Und das Einzige, was uns Orientierung geben kann, weil das ist zum Glück noch nicht korrumpierbar, ist das, was wir empfinden im Körper. Wenn ich sage, ich spüre einen Luftzug an meinem Knie, dann kann ja neben mir nicht einer sagen, nee, du spürst das nicht. Das ist so und so. Das funktioniert nicht, sondern das ist letztendlich die einzige Wahrheit und Wirklichkeit, die ich erfahren kann, die liegt in meinem Körper, in meinem Sinn. Aber das Entscheidende ist, dass ich das nicht verstehen will. Weil wenn ich es verstehen will, dann kommt ja schon die Interpretation. Und deshalb finde ich dieses Wort wahrnehmen ja auch so interessant. Dann fühle ich nicht mehr. Dann sagt mein Verstand, du nimmst das wahr. Da ist ja schon die Interpretation drin. Und deshalb ist halt ja, ist das, was sich mir offenbart hat, so gnadenlos einfach, weil ich muss nichts anderes machen, als mich hinsetzen, mein Bewusstsein, meine Achtsamkeit auf meinen Körper lenken und fühlen. Nicht verstehen. Der Verstand hat da nichts verloren. Und dann offenbart sich mir meine Wahrheit, meine Wirklichkeit. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich hier, nur das, was ich erzählen kann, das sind meine Erfahrungen. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass die allgemeingültig sind, sondern letztendlich ist das, was ich hier mache, eine Aufforderung an euch, eure eigene Wahrheit oder Wirklichkeit zu spüren. Das, was ich hier mache, ist mein Versuch, euch anzuleiten oder ein Stück weit auf eurer eigenen Reise zu begleiten, bis ihr mich dann hoffentlich nicht mehr braucht. Und dann geht ihr euren eigenen Weg und das ist wunderbar. Oder ihr geht jetzt schon, weil ihr denkt, das ist alles Bullshit, was ich erzähle, ist auch wunderbar. Ne, ich habe also kein Sendungsbewusstsein oder was auch immer. Ich habe keinerlei Kontrolle, noch nicht mehr über mich. Und dann habe ich allemal keine Kontrolle über meinen Partner, über meine Kinder, über meine Kollegen, über meine Nachbarn. Und das ist ja das, was der Verstand versucht. Er versucht alles zu kontrollieren. Mein Nachbar benimmt sich so und so, geht ja gar nicht.
oder mein Kollege macht dieses oder jenes. Das geht ja gar nicht. Dem muss ich sagen, dass er sich nicht richtig verhält. Und das, was ja jetzt noch stattfindet, ist ja noch eine Kontrolle der Sprache. Das heißt, dann sagt man mir, äh, so kannst du doch nicht mehr reden. Also versuche ich jetzt auch meine Sprache zu kontrollieren. Was ist das denn für ein Wahnsinn? Ja, und aber wie gesagt, der einfache Weg ist das Fühlen. Und das finde ich ja so genial, weil es so einfach ist. Ich setze mal voraus, dass jeder in der Lage ist zu fühlen. Wobei, da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Die hat der Goenkaji, das war der damalige Vipassana-Lehrer, den wir dann abends immer eingespielt bekommen haben, in, in diesen Videounterweisungen. Und der hatte auch einen Lehrer, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall in Burma, wo diese Tradition, diese buddhistische Tradition, die Jahrtausende behaupten, die von sich überlebt hat, die wahre Lehre Buddhas, finde ich ja auch schon wieder interessant. Dieses Adjektiv, die wahre Lehre. Also gibt es auch eine unwahre Lehre. Wer sagt mir denn, welche Lehre wahr ist? Letztendlich sagt mir mein Gefühl, was wahr ist. Aber diesen ganzen Überbau brauche ich ja überhaupt nicht. Ne? Hier gibt es nichts zu verstehen, sondern hier gibt es nur zu fühlen. Aber jetzt kommt die Geschichte. Also, in Burma, in den Meditationszentren, das war nicht so wie bei mir jetzt in Deutschland, da gab es die Gruppenhalle und man konnte zwar auch Meditationen auf dem Zimmer machen, aber in Burma war es so, da hatten die Zellen. Und dann hat der Goenkaji seinen Lehrer gesehen, der ging in eine Zelle und fing dann auf einmal an, da laut zu werden. Sehr energisch. Und da hat er gedacht, was ist denn jetzt los? Hier ist doch eigentlich Gleichmutstraining und der fängt jetzt an, hier rumzuzetern. Ja, was war passiert? Der Meditierende saß also da und sagte, ja, ich spüre nichts. Ich spüre nichts. Und mir tut der Hintern weh und der Rücken ist total verspannt. Ich spüre nichts. Wie? Der spürt seinen Hintern und seinen Rücken, die tun ihm weh und er spürt nichts. Und da ist halt der Lehrer vom Rejadi ein bisschen lauter geworden. Und als er rausgekommen ist aus der Zelle, da hat er den Goenkaji angelächelt und hat gesagt, ab und zu brauchen die Jungs, also Jungs sage ich jetzt natürlich, brauchen die Jungs und Mädels mal einen etwas stärkeren Input. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich müsste hier rumzetern und rumbrüllen. Das ist nicht meine Art. Meine Art ist eher zu lachen aber vielleicht braucht der eine oder andere auch mal etwas härtere Ansage, weil wenn immer nur der Verstand da ist und man gar nicht da rauskommt, dann kann es natürlich sein, dass man mal ein bisschen energischer sein muss, dass man mal eine Ansage braucht, wo es letztendlich lang geht. Aber wie gesagt, das sind so die Anfänge und wenn das überhaupt nicht funktioniert, aber eigentlich, das ist ja das Geniale, ist alles da, was ihr braucht. Ihr müsst nirgendwo hin. Ihr müsst nichts kaufen, nichts bestellen. Ja, mittlerweile wird ja bestellt. Ne? Ihr müsst nichts bestellen. Kreditkarte könnt ihr auch stecken lassen. Ihr müsst nirgendwo hin. Das ist die Dualität. Ihr seid schon da. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist spüren. Ohne den Verstand. Und wenn ihr den Verstand, und das ist meine Aufgabe, so sehe ich das ein bisschen, wenn ich euren Verstand so ein bisschen zur Ruhe gebettet habe, wenn der so langsam eine Technik, das habe ich so ein bisschen beim Edmund Zicker, für den ich nach wie vor großen Respekt habe, der hat immer das Gleiche erzählt. Und dann sagt der Verstand natürlich irgendwann, okay, das kenne ich schon. Die Pointe kenne ich auch schon. Da brauche ich eigentlich nicht mehr zuhören. Und dann setzt da halt bei mir dieser Effekt ein, wie gesagt, das war immer ohne, dass ich das irgendwie kontrolliert habe. Ich fing an, den zu spüren. Meine Stimme hat eine Vibration, die kann man spüren. Ihr könnt auch mich spüren. Ich kann auch euch spüren. Ne, das ist ja das, was ich zum Teil gemacht habe. Ich habe das Bewusstsein
eines anderen Menschen gespürt. Und das Irre war, ich konnte das ein paar Sekunden wahrnehmen und dann passierte das. Und dann konnte ich weder mein Bewusstsein noch wahrnehmen, noch das Bewusstsein von meinem Gegenüber, dann war das eins. Und das war im Grunde wie so ein kleiner göttlicher Augenblick, als sich mein Bewusstsein mir geöffnet hat oder die Oneness. Da gibt's nur noch eins. Ne? Und deshalb sagte der Herr Dworskin, ja, und das finde ich auch so genial. Ich habe ja jahrelang, haben die Meister mir immer irgendwas erzählt, ob das jetzt die Heart Sutra war beim Chunilin oder ich habe das nicht verstanden. Und die gute Botschaft ist ja, da gibt es überhaupt nichts zu verstehen. Man kann die Heart Sutra vom Buddha nicht verstehen. Man kann die nur erfahren und fühlen. Das natürlich, das war ja für mich auch, nee, es war kein Problem. Ich habe halt nur gemerkt, ich höre dem zu, der erklärt mir was, der zitiert die Heart Sutra und ich saß da, jo, äh, ja. Ne, genauso wie der Hildworski gesagt hat, there is no you, there is no me, there is only one. Fand ich total schön, den Spruch. Verstanden habe ich es nicht. Jetzt spüre ich das, wenn ich mein Bewusstsein auf jemand anders richte, dass da keine Trennung dazwischen ist. Mein Bewusstsein, dein Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein. Und das ist ja so ein bisschen auch wie diese Koans im Zen-Buddhismus, die den Verstand in die Raserei treiben, weil dieser Spruch oder dieses Rätsel jenseits des Verstandes ist. Da kann man dann gerne jahrelang drauf rumkauen und jedes Mal geht man zu dem Zen-Meister. Dann gibt es ja diese Sitzung, wo man sagt, okay, ich stelle dir jetzt mal meine Lösung vor. Und der guckt dann jedes Mal an und sagt, dumm gelaufen. Das ist es nicht. Weil die Antwort kommt aus dem Verstand. Die Antwort ist aber jenseits des Verstandes. Die Antwort kann man fühlen oder erfahren. Und letztendlich kann man sie dann nicht kommunizieren mit der Sprache, weil das wieder die Dualität ist. Genauso wie ich nicht in der Lage bin, im Grunde das, was ich in meinem Selbst erlebt habe, ich war ja gar nicht mehr existent in dem Selbst. Aber ich sage es jetzt trotzdem, also was ich im Selbst erlebt habe, das kann ich nicht beschreiben, weil es jenseits der Dualität ist. Und das Einzige, was ich, Zustand klingt auch so technisch, aber in diesem Zustand machen konnte, war fühlen. Ich habe es gefühlt. Und deshalb kann ich das, was ich hier versuche, euch rüberzubringen, im Grunde auf dieses eine Wort reduzieren. Fühlt. Und da habe ich ja schon gesagt, da gibt es keine Stepstones, keine Milestones, da gibt es keine Hierarchie oder ich sage, okay, selbst mein Weg, ich weiß nicht, wo ich bin auf meinem Weg. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt 50%, 60%, 80, 40, 30, ist vollkommen belanglos. Das Entscheidende ist, dass ich auf dem Weg bin. Der Rest ist vollkommen egal. Hat ich mich auch nie interessiert. Ob ich jetzt erleuchtet wird, ist mir egal. Das ist auch wieder so ein Label, den man dann draufklebt und sagt, oh, ich bin erleuchtet. Und das nützt weder mir noch euch was. Ne? Ihr müsst mich spüren können, ihr müsst mir vertrauen können. Das ist eigentlich alles. Und wenn ihr das nicht tut, wunderbar, dann zieht weiter. Mein Qigong-Meister, der hat auch, das habe ich auch jahrelang gesagt und habe es nicht verstanden, der der hatte so ein ganzes Passwort, was man sagte, bevor man jetzt die praktischen Übungen machte oder so eine Healing-Session machte. Der sagte, I am in the universe is in my body, I and the universe merge together. Und allein, wenn ich das sage, fängt mein Körper schon an zu vibrieren.
oder ich spüre diesen Bliss. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe es immer gesagt. Ich würde es jetzt etwas anders formulieren. Ich würde jetzt sagen, I am Consciousness. Das ist dieser göttliche Funke, dieses Geschenk, was jeder von uns bekommen hat. Dieses kleine Licht, das Bewusstsein. Und jetzt meine ich nicht das Bewusstsein, dass ich sage, ich richte meine Aufmerksamkeit auf irgendwas. Das ist auch ganz wichtig. Das ist der erste Schritt. Wenn das nicht funktioniert, dann war der Verstand schon so weit, dass ich denke, der Prozess ist immer umkehrbar. Ne? Ich habe immer die Möglichkeit, das Ego wieder loszulassen und zu dem zurückzukehren, was nie weg war, was immer da ist. Also, I am in Consciousness. Das heißt, ich bin im göttlichen Bewusstsein. Und das göttliche Bewusstsein ist allumfassend. Wenn ich jetzt sage, ich bin Teil davon, das ist natürlich die Dualität, weil ein Teil ist getrennt vom anderen, aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin ein Teil des göttlichen Bewusstseins. Ich bin in der Schöpfung. Und das Zweite ist, das göttliche Bewusstsein, the consciousness is in me. Das ist dieser göttliche Funke. Also ich bin auf der einen Seite im göttlichen Bewusstsein, ich habe aber auch auf der anderen Seite dieses unglaubliche Geschenk, dass dieser kleine Funke in mir drin ist. Und der letzte Satz, der beschreibt im Grunde das, was ich erlebt habe. I and the consciousness merge together. Das heißt, ich und das Bewusstsein, wir sind eins. Und das ist dieser Augenblick, wenn das Ego verschwindet. Und was dann erscheint, das ist das Selbst, das Self. Und das ist unbeschreiblich. Und dann, das ist jetzt wieder so wie mit der Abfolge, der nächste Schritt, der nächste, da sind wir ja schon wieder bei den Adjektiven. Und wer dann sagt, okay, jetzt kommt als nächstes das, der ist ja schon wieder Dualität. Ich bin hier und da ist das. Das funktioniert nicht. Sondern ich bin einfach. Und dann lasse ich geschehen, was geschieht. Und ob sich dann das Göttliche mir offenbart oder nicht, ist vollkommen belanglos. Es passiert, was passiert, und es passiert nicht, was nicht passiert. Und das ist ja letztendlich das ja total Entspannende bei der Geschichte. Ich gehe nicht in die Spannung, ich gehe nicht in die Erwartung, sondern ich lasse geschehen, was geschieht. Das ist die Hingabe. Und für mich ist das halt einer der wesentlichen Aspekte, die Hingabe. Und die Hingabe ist auch jenseits des Verstandes und des Egos, weil ich mich einfach hingebe. Das habe ich gemacht, ohne dass ich es kapiert habe. Genauso wie ich die ganzen Weisheiten meiner Lehrer nie verstanden habe. Aber das Gute war ja, es hat mich nicht interessiert. Ich habe vielleicht den Versuch unternommen, dem zu folgen und für mich da irgendwas draus zu konstruieren. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht und habe ich halt mit den Schultern gezuckt. Ich habe gesagt, okay, ich habe mir das jetzt angehört. Ich weiß gar nicht, ob ich es ein zweites Mal angehört habe. Ich hatte es als Recording. Echt, das war dann halt so. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Und das war letztendlich, ja, das ist meine Reise. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin auf der Reise. Spielt für mich auch keine Rolle. Und das, was ich jetzt mache, ist im Grunde, ich bin einen gewissen Weg gegangen. Jetzt gucke ich einfach zurück und schaue, ist da jemand, der da mitgenommen werden möchte. Das ist jetzt so ein bisschen das Paradox. Ich beschreibe meine Erfahrung, meine Wahrheit, meine Wirklichkeit.
Und die möchte ich euch jetzt natürlich nicht überstülpen. Und das ist das Problem, wenn ich jetzt auch etwas detaillierter von meinen Erfahrungen erzähle, dass ihr dann sagt, oh, so funktioniert das in der Reihenfolge und dieses und jenes muss passieren. Das ist Bullshit. Das ist die Gefahr. Und deshalb habe ich manchmal so leichte Zweifel, was ich hier kommunizieren soll und was nicht, weil euer Verstand da natürlich sagt, der Verstand sagt natürlich, okay, er erzählt da über gute Gefühle, über Bliss und über Unendlichkeit. Äh, okay, das nehme ich mit, wo kann ich das bestellen, wo kann ich das kaufen? Und dann entsteht, das ist ja auch einer der Turbobeschleuniger des Verstandes, das Wollen. Ich will. Ich, das war schon, will. Und wenn ich was will, dann bin ich nicht mehr hier, dann bin ich da. Oder ich will da sein. Das ist wieder dieses Spiel vergeht. Das funktioniert nicht. Und letztendlich ist es auch für mich ein Experiment, euch da mitzunehmen, ob mir das gelingt. Mein Verstand hat Zweifel, mein Herz sagt, es gelingt mir. Und worauf vertraue ich? Auf mein Herz, auf meine innere Stimme. Das ist letztendlich die Stimme meines Selbst. Und das Erstaunliche ist, da habe ich auch schon die eine oder andere Ansage gekriegt. Ne, ich bin unter Umständen, nee, nicht unter Umständen, ich bin auch ein paar Mal falsch abgebogen. Aber dann habe ich sehr schnell gespürt, dass ich da auf einem Irrweg bin. Und bin dann wieder zu dem zurückgegangen, was ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe. Auch, wie gesagt, ich habe das nicht verstanden oder kontrolliert, es ist einfach passiert. Ich habe gemerkt, es fühlt sich komisch an. Und dann habe ich einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe. Absichtslos, ziellos. Mich einfach hinzusetzen, zu spüren, loszulassen. Oder ich habe auch tatsächlich wirklich eine Ansage gekriegt, dass ich was zu unterlassen habe. Ne? Und ich bin ja auch wieder seit meinen Qigong-Zeiten Energy Healing mäßig unterwegs. Und da hat sich meine Herangehensweise vollkommen verändert. Da habe ich aber auch schon den einen oder anderen Irrweg eingeschlagen und dann habe ich eine klare Ansage gekriegt, dass ich das gefälligst unterlassen habe. Und das habe ich dann einfach akzeptiert. Das habe ich nicht hinterfragt. Ne, das ist ja auch so eine Eigenart des Verstandes. Oh, das ist eine Frage. Wenn ich jetzt eine Frage habe, dann setze ich mich einfach hin und warte auf die Antwort. Und entweder die kommt oder sie kommt nicht, ist mir vollkommen egal. So, aber was macht der Verstand? Ich habe eine Frage. Ich hätte gerne eine Antwort. Okay, du kriegst die Antwort. Dann sagt der Verstand, okay, das war jetzt eine Antwort. Fragen wir mal den nächsten. Spirituellen Meister wegen mir. Der gibt mir da eine andere Antwort. Okay, sagt der Verstand. Jetzt habe ich die Antwort und habe jene Antwort. Was ist jetzt richtig? Die magische Zahl ist die 3, also fahre ich den dritten. Dann kriege ich wieder eine andere Antwort. Okay, die mag jetzt der einen ähneln, der anderen nicht. Okay, magische 3 hin und her. Vierte Antwort. Und das geht dann ewig so weiter. Und das ist ja das, was ich letztendlich als dieses esoterische Hopping bezeichne. Ich probiere dieses aus und jenes aus und da ein bisschen was und hier ein wenig. Aber das ist ein Irrweg. Ich drehe mich im Kreis. Ich bin nicht bei mir. Ich bin immer irgendwo außen und von außen soll dann die Information kommen, die mich in die Glückseligkeit führt. Ja, ich denke mal, die Erfahrung werdet ihr schon selber gemacht haben, dass das nicht funktioniert. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich so träge bin. Und ich habe ja eigentlich nur dreimal leicht die Richtung gewechselt, habe Jahre oder Jahrzehnte lang immer das Gleiche gemacht. Ich habe nicht verstanden. Ich habe es einfach nur gemacht. Und ich glaube, das ist die Haltung, die mich letztendlich dann dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das ist auch kein Ort oder Punkt, sondern das ist in Bewegung, im Flow. Und das verändert sich
Und deshalb erzähle ich vielleicht im halben Jahr was ganz anderes, wenn es das überhaupt gibt. Oder ich feststelle, es interessiert keinen, brauche ja nichts mehr erzählen. Und letztendlich sind diese Videos für mich auch eine Form loszulassen, weil wenn ich das hier einmal durchgequatscht habe, dann habe ich es durchgequatscht, dann vergesse ich es. Und dann interessiert es mich auch nicht mehr. Und wie gesagt, ich gucke mir die Videos nicht an, ich mache eine kurze Tonkontrolle, kann also durchaus sein, dass, keine Ahnung, wenn da irgendwas ist, ist es mir auch egal. Ne? Aber das lasse ich auch los. Genauso wie ich den Bliss loslasse. Eine Zeit lang dachte ich ja, boah, du fühlst da diesen Energy Flow, der durch deinen Körper strömt. Das fühlt sich gut an, Ekstase, dachte ich, das ist es. Aber was war das denn? Ich habe Ekstase gefühlt. Ich, mein Ego. Das hat sich dann natürlich schön aufgeplustert. Oh, bist du toll, der Mensch, guck mal hier, ein bisschen Ekstase. Ja, und das ist halt auch die Gefahr mit diesen Erfahrungen und besonders mit den positiven Erfahrungen. Dann sagt der Verstand, geil, mehr, mein. Und dann kann ich es noch beschreiben mit Adjektiven. Und der neben mir hat es nicht oder der hat mehr. Der hat mehr als ich. Mehr als. Also brauche ich mehr davon. Funktioniert alles nicht. Aus meiner Erfahrung. Ihr könnt das gerne machen. Ne? Die Jagd nach dem Bliss, die Jagd nach der Ekstase ist wunderbar. Und wenn euer Lehrer vor euch sitzt und die ganze Zeit erzählt, wie toll er sich fühlt, dann mag das auch toll. Dann mag das, ja, das führt ins Nirgendwo. Das hilft euch auch nicht weiter. Meine Aufgabe ist, euch runterzufahren. Meine Aufgabe ist es, euch euren Körper spüren zu lassen. Eure Sinne. Und wie gesagt, die Sinne sind mehr oder weniger gefährlich. Schon wieder ein Adjektiv. Aber am einfachsten ist das Körperempfinden. Und das ist der Schlüssel zur Heilung, zur Gesundheit. Und da werde ich auch vielleicht mal ein Video drüber machen. Letztendlich macht man ja, oder bei mir stimmt das nicht so ganz, ich habe es einfach immer gemacht, aber irgendeine Triebfeder hat man ja. Irgendeine Motivation hat man, irgendwas Bestimmtes zu machen. Und natürlich hat sich mein Leben verändert. Nicht nur mein Leben hat sich verändert, mein Körper hat sich verändert. Ich bin viel gelassener, ich bin glücklicher. Ich meine, ich biete euch ja nichts an, wo ich sage, oh, wenn ihr das macht, geht es euch schlechter. Euer Leben wird eine Misere werden. Ihr werdet ins Unglück stürzen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Und jeder, der die spirituelle Reise beginnt, macht es ja, denke ich mal, aus der Motivation, macht es aus der Motivation raus, eine Veränderung haben zu wollen. Aber wo sind wir schon? Ich bin hier und die Veränderung ist da. Ist aber egal, irgendwo müssen wir ja anfangen. Und ja, da kann ich gerne mal beschreiben, was sich bei mir alles so verändert hat zum Positiven. Aber das jetzt immer wieder beim Positiven und beim Negativen. Ich nehme beides mit. Und den Schmerz und die negativen Gefühle sind für mich genauso wichtig und letztendlich genauso schön wie die glücklichen Gefühle. Im Gegenteil, die negativen Geschichten sind ein viel einfacherer Zugang loszulassen, weil ich meine, wer will schon Schmerz haben? Wer ist schon gerne in einem Tal der Tränen? Wer fühlt sich gerne einsam? War auch einer meiner Themen, ist auch einer meiner Themen gewesen, Einsamkeit. Die habe ich auch begraben. Und die ist mir dann auch ziemlich um die Ohren geflogen. Aber letztendlich ist unsere Aufgabe einfach, die besteht darin, alles zu fühlen. Also habe ich meine Einsamkeit gefühlt. War kein so gutes Gefühl.
das ist es jetzt schon wieder. Es wird wieder kategorisiert, kein so gutes Gefühl. Es ist einfach ein Gefühl. Und das ist ja auch so genial. Ich rede ja einerseits über die Gefühle, die ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, aber damit sind natürlich auch die emotionalen Gefühle verbunden. Das ist was, was ich auch erkannt habe. Also wenn sich in meinem Körper irgendwas manifestiert hat, sagt der Verstand natürlich, das willst du nicht haben, guck mal, dass du das los wirst. Und damit war auch meistens eine Emotion verbunden. Wut, Trauer, Angst. Nett finde ich auch den Widerstand. Also mittlerweile jedes Mal, wenn ich in den Widerstand gehe, dann denke ich, hoppla, was ist denn jetzt los? Also das sind die einfacheren Zugänge, weil die Motivation einfach da ist, dass man das nicht haben will. Dann kann man es auch relativ einfach loslassen. Aber wie er schon gesagt hat, das funktioniert nicht, wenn man nur die Kerze von einer Seite anzündet. Man muss von beiden Seiten anzünden, man muss gar nichts, aber das ist halt die Sprache. Beides, und das ist ja letztendlich die Dualität, die, die positiven Gefühle und die negativen Gefühle. Das ist die Eins. Und der Schmerz ist genauso gut oder schlecht wie die Ekstase. Die wollen alle nur gefühlt werden. Und das ist ein total spannender Prozess. Also das, was mich ja schon immer so ein bisschen am Buddhismus gestört hat, okay, du gehst ins Nirvana, in die Leere, da ist dann nichts mehr, du bist nur noch gleichmütig. Okay, ein bisschen Spaß wollte ich ja schon auch haben. Und das ist jetzt ganz anders. Das ist voller Leben, voller Liebe. Leidenschaft ist vielleicht jetzt nicht die richtige Beschreibung. Ist ja auch interessant. Leidenschaft. Das, was Leiden schafft, das ist das Wollen. Das schafft Leiden. Und so gesehen würde ich also hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber würde ich den Satz nicht mehr unterschreiben, das Leben ist Leiden. Das Leben ist Leiden, solange ihr in der Dualität seid und im Wollen. Solange ihr euch als hier empfindet, falsche Richtung, dahin wollt. Diese Spanne, das ist das Leiden. Aber wenn ihr hier seid und nirgendwo hin wollt, dann kann da überhaupt keine Spannung entstehen. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht glücklich sein könnt oder dass ihr nicht Freude empfinden könnt. Aber ihr findet einfach nur die Freude. Ihr wollt keine Freude. Ihr seid Freude. Ihr seid Glück und ihr seid Schmerz. Beides ist vollkommen in Ordnung und ist dann auch in Ordnung. Das war wieder dieser Augenblick, als ich den Schmerz empfand und er war nicht mehr mein Schmerz, er war nur noch Schmerz, ich habe ihn empfunden, aber ich hatte nicht mehr diese emotionale Leidensverbindung dazu. Ich war einfach gelassen, habe den angeguckt, habe gesagt, okay, du tust mir jetzt weh, aber, nee, nix aber, genau, nix aber. Du bist einfach da. Ja, jetzt habe ich schon wieder 53 Minuten gequatscht, sehe ich hier, mein Timer läuft ja mal unten mit. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt groß beim Ego oder beim Verstand war, aber ich denke schon ein bisschen. Ja, mein Ego ist wie gesagt nach wie vor da. Es gibt dann noch ein Mein, aber es ist kleiner und es ist bedeutungsloser. Ich nehme es nicht mehr so ernst. Oft lache ich drüber, ab und zu. Natürlich erwischt es mich, kalt von hinten. Da leide ich auch ein bisschen. Aber sobald ich das merke, zucke ich mir eine Achsel und sage, schöner Versuch. Ich gehe aber nicht mehr mit dir mit. Ich begebe mich nicht mehr in diese endlose Spirale, und das kennt ja auch jeder, diese inneren Dialoge, die man ohne Ende führt, immer wieder aufs Neue erscheint das Problem
und wird gewälzt und analysiert und die Horrorszenarien werden vom Verstand geschaffen und dann ins Ego integriert. Und wo führt das hin? In den meisten Fällen, also meine Erfahrung ist, dass die Horrorszenarien, die beim Verstand, wie er da einspielt, die treten meistens überhaupt nicht ein. Aber ich habe gelitten, weil ich geglaubt habe, das ist die Wirklichkeit, die mir da eingespielt wird. Und das verkauft der Verstand und das Ego mir. Die verkaufen mir ihre Wirklichkeit. Äh, Ihre Wirklichkeit. Ne? Das ist aber nicht meine Wirklichkeit. Wie gesagt, die Sprache ist ein bisschen schwierig. Meine Wirklichkeit, deine Wirklichkeit, ihre Wirklichkeit. Das ist die Dualität. Das ist mein einfaches Verständnis der Dualität oder Non-Duality, die nur auf meinen Erfahrungen beruht, die ich gemacht habe. Und ich habe jetzt mal auch die Tage kurz im Internet bei YouTube gekickt, was gibt es denn da für Non-Duality Videos? Nicht, dass ich mir die angeguckt hätte. Und da habe ich auch kurz gedacht, braucht es denn jetzt noch einen, der da was drüber erzählt? Ist es notwendig, dass ich mir da auch reinhänge? Und das war dann der Verstand mit den Zweifeln. Aber mein Herz hat gesagt, du machst das jetzt und dann lässt es los und dann guckst du einfach, was passiert. Und wenn was passiert, dann passiert das. Wunderbar. Wenn nichts passiert, passiert nichts. Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Ja, ich weiß gar nicht, nächstes Video. Ich habe jetzt schon einiges breit getreten. Muss mir vielleicht erzähle ich beim nächsten Video so die Veränderungen, die bei mir. Ah nee, genau, das ist eigentlich auch nett. Das, was einen unterstützt in dem Prozess, und da gibt es viele Sachen, die einen unterstützen, die man integrieren kann in die Meditation, aber auch in den Alltag. Und dann gibt es natürlich im Rahmen der Dualität auch die Kollegen auf der anderen Seite, die versuchen werden, euch daran zu hindern, euer Selbst zu entdecken. Und denen gilt es natürlich, aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg gehen ist schon wieder so ein bisschen diese Trennung. Nee, nicht aus dem Weg gehen, sondern es geht einfach darum, sie zu sehen. Und sie nicht für wahr zu nehmen, sondern sie zu spüren. Und das Nette ist, in dem Augenblick, wo ihr diesen göttlichen, winzigen Augenblick der Distanz habt, dass ihr diesen kleinen, winzigen Schritt zurücktretet, ist meine Erfahrung, dann seid ihr schon draußen. Dann seid ihr nicht mehr ein willenloses, manipulierbares Objekt eures Egos oder eures Verstandes. Dann könnt ihr den anlachen und sagen, nice try, mal wieder. Ich habe es mitgekriegt. Kleiner Klaps und tschüss. Und so sage ich jetzt auch und tschüss.